In Laisevo, einem beschaulichen Städtchen in Tatarstan, hing ein Schleier des Grauens über den Straßen. Die Nachricht vom Tod der Familie Tschelischew, gefunden in ihrem Keller, verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Michail Tschelischew, ein renommierter Professor an der Kasan-Universität, seine Frau Olga, ihr Sohn Andrei und Olgas Mutter, die liebevolle Großmutter Galina, waren tot. Gasvergiftung, mutmaßlich durch verrottende Kartoffeln im Keller, war die vorläufige Todesursache. Die Ermittlungen begannen. Die Nachbarn, die die Leichen gefunden hatten, erzählten von einem grauenvollen Anblick. Der Professor, der als erster in den Keller gestiegen war, lag regungslos auf dem kalten Boden. Olga und Andrei, die ihm zu Hilfe geeilt waren, lagen direkt neben ihm. Galina, ihre Gesichter bleich vor Entsetzen, saß am Rande des Treppenabsatzes. Ihre Hände waren mit Erdreich verschmiert, ein verzweifelter Versuch, ihre Lieben zu retten, der tragischerweise vergeblich blieb. Die Ermittler fanden keine Anzeichen für einen Kampf oder Einbruch. Alles deutete auf ein schreckliches Unglück hin. Doch Zweifel nagten an den Ermittlern. Die Todesursache schien klar, doch die Abläufe im Keller blieben rätselhaft. Warum war Andrei, ein junger Mann, der mit Sicherheit die Gefahren eines vergasten Raumes kannte, dem Vater gefolgt? Warum hatte Galina, die ältere Frau, sich nicht im Haus in Sicherheit gebracht? Die Ermittlungen konzentrierten sich nun auf die Familie selbst. Wer war der Erste im Keller? Warum hatte niemand Hilfe gerufen, bevor Galina die Nachbarn alarmierte? Was hatten die Tschelischews in ihrem Keller zu tun, dass sie sich in so einer Gefahr begaben? Die Antworten kamen langsam, wie die Fragmente eines Puzzles, die sich zu einem erschütternden Bild zusammenfügten. Es stellte sich heraus, dass Michail Tschelischew, ein renommierter Jurist, eine dunkle Seite besaß. Ein verbotenes Hobby, eine Sucht nach dem Nervenkitzel, die ihn in die Dunkelheit des Kellers trieb. Er hatte sich dort ein kleines Laboratorium eingerichtet, um mit Chemikalien zu experimentieren. Die verrotteten Kartoffeln waren nur ein Teil der gefährlichen Mischung. Olga hatte von seinem Geheimnis gewusst, doch ihre Liebe war stärker als ihre Angst. Sie hatte versucht, ihn zu stoppen, doch seine Sucht war zu stark. Als er sich eines Abends in den Keller wagte, wusste sie, dass es dieses Mal anders war. Sie folgte ihm mit Andrei, um ihn zu retten. Galina, blind vor Sorge, folgte ihnen nach, die 3 Leichen vorfindend, wurde sie ihrer eigenen Angst zum Opfer. Die Ermittlungen, die zunächst auf ein banales Unglück hingewiesen hatten, enthüllten ein erschütterndes Geheimnis. Ein Familiendrama, in dem die Liebe und die Angst um ihre Lieben den Tod brachten. Ein Professor, der im Keller seines Hauses die Grenzen der Wissenschaft überschritten hatte, und ein Keller, der zur Gruft wurde. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.